lieber Kunde, wir haben jetzt hier eine neue Technologie. Wir brauchen kein Werkzeug mehr, wir sind sehr flexibel. Auch wenn du Änderungen im Druckbild hast, die können wir sehr schnell umsetzen. Und von dem her ist es für dich wahrscheinlich um einiges interessanter. Also wir sind ein weltweiter Konzern, aktuell der zweitgrößte, mit sehr, sehr vielen Standorten über den ganzen Kontinent verteilt, ursprünglich amerikanisch und hat eben von Amerika aus eben auch in Europa Fuß gefasst. Nice. Also tatsächlich in den USA ist es hauptsächlich Food and Beverage. Und wir haben dort auch einige Kartonmühlen selbst, die dann eben die eigenen Werke wiederum versorgen, damit die wiederum Faltschachteln produzieren können. Und das ist das Spezielle, deswegen haben sie sich damals für AR Packaging entschieden, um dann eben im Pharmamarkt Fuß zu fassen und hier auch eben weiter auszubauen. Ja. Also Europa ist nicht so Food and Beverage lastig, sondern eben mehr auch in anderen Bereichen tätig, aber wir sind vom Gesamtvolumen aktuell auch nur 4% groß. Das ist richtig, ja. Es sind immer wieder besondere Herausforderungen. Jeder Kunde aufs Neue, ja. Pharmakunden sind nochmal etwas spezieller tatsächlich, weil die Anforderungen sehr, sehr viel höher sind, weil man einfach gewisse Standards einhalten muss, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass die richtige Faltschachtel mit der richtigen Gebrauchsinformation beim richtigen Kunden ankommt und eben auch die richtigen Medikamente verpackt werden können. Und weil deswegen auch die Kontrollen viel stärker sind, weil wir sehr viel mehr Zertifizierungen brauchen und, damit wir einfach immer eine gewohnt hohe Qualität liefern können. Die größte Überraschung für mich war tatsächlich, wie viel Aufwand das dahinter steckt. Also Druckerei an sich war auch total neu für mich und dann noch Faltschachteldruckerei und noch für Pharma. Weil in der Regel ist es ja so, dass man eine Faltschachtel speziell wenn man in der Apotheke irgendwas kauft, man nimmt den Blister raus und wirft die Faltschachtel weg. Man denkt sich eigentlich, das kann nicht so aufwendig sein, aber im Endeffekt ist es sehr aufwendig und es kann manchmal auch etwas schief gehen, logisch, oder wenn einfach Dinge nicht so funktionieren. Und wie hoch der Aufwand, der dahinter betrieben ist und wie viele Kollegen daran beteiligt sind, bis wirklich von vorne bis hinten der komplette Prozess durchlaufen ist und hinten die fertige Faltschachtel rauskommt. Na, tatsächlich nicht. Ne? Dadurch, dass wir eben sehr viele Kunden haben, die OTC-Produkte, also Over-the-Counter-Produkte anbieten. Das heißt, es ist frei verkäuflich und die müssen dann im Regal auch etwas hervorstechen, weil man natürlich gewissen Wettbewerb hat am Markt, auch in den Apotheken. Und da möchte jeder eben auch so ein bisschen rausstechen. Und auf der anderen Seite haben wir auch Kunden, die Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel anbieten und die wie gesagt, der Trend geht ja auch ganz stark dahin, dass immer mehr Nahrungsergänzungsmittel verkauft und auch verbraucht werden. Und auch die möchten schön aussehen und deswegen ist die Skodex halt genau ideal für so etwas. Ja. Tatsächlich, es ist bei uns sehr gemischt und deswegen nutzen wir die Skodex für die kleineren Kunden, aber auch die mittelgroßen Kunden im Endeffekt. Und von dem her nicht nur für die kleinen Auflagen, sondern eben auch für größere kommerzielle Auflagen mittlerweile, ja. Also egal wie groß die Auflage ist, wir mussten sie immer extern geben. Also wir hatten da einen sehr guten Partner. Aber es ist eben so, dass wenn da irgendwie mehr Heißfolie ins Spiel kommt, dann je nachdem wie aufwendig das Muster ist oder wie aufwendig die Veredelung ist es natürlich schon so, dass das Werkzeug relativ hochpreisig ist und dann hat sich der ein oder andere Kunde schon überlegt, ob er das für seine vielleicht nicht ganz so große Auflage überhaupt in Kauf nehmen möchte. Und im Vergleich danach kann man jetzt halt eben sagen, lieber Kunde, wir haben jetzt hier eine neue Technologie. Wir brauchen kein Werkzeug mehr, wir sind sehr flexibel, auch wenn du Änderungen im Druckbild hast, die können wir sehr schnell umsetzen. Und von dem her ist es für dich wahrscheinlich um einiges interessanter. Natürlich, ich laufe auch immer durch die Drogerie zum Beispiel, weil eben für diesen kleinen Anteil an Beauty-Produkten oder Beauty-Kunden
Und man sieht dann genau, okay, hier, die haben wir gefertigt oder das oder das. Und ja, es wird manchmal so ein bisschen zur Berufskrankheit, ja. Ja, tatsächlich, die habe ich erst mit der Zeit entdeckt. Ja. Am Anfang war es Faszination und eher so mit, naja, das Produkt ist jetzt nicht so spannend. Aber wenn man dann tiefer in die Materie eintaucht, dann stellt man einfach relativ schnell fest, dass es doch sehr spannend ist und dass es doch sehr viel zu entdecken gibt. Ja. Es ist sehr wichtig, weil es kommen immer wieder Detailfragen. Man möchte dann doch selbst auch Auskunft geben können. Also es gibt natürlich so detaillierte Fragen, die man jetzt selbst nicht unbedingt beantworten kann. Für das gibt es dann einfach wieder gewisse Teamleiter oder einfach Menschen oder Kollegen hier im Unternehmen, die das Ganze gelernt haben, ja, oder ihre Ausbildung da gemacht haben. Aber ich möchte mich schon so gut wie es geht darin auskennen. Ja. Dass ich zumindest einfach darüber berichten kann, was passiert hier, was machen die Kollegen, wenn man eben eine Tour gibt, dass es dann nicht nur heißt, ja okay, hier ist Drucken, Stanzen, Kleben, sondern dass man auch so ein bisschen tiefer einsteigen kann. Nicht zu tief, weil dann ist der Kunde meistens auch schon wieder zu überfordert, aber einfach in so einem gewissen Maße. Wir haben für unsere Weihnachtskarte uns was Besonderes überlegt. Wir haben zum einen ungestrichenen Karton benutzt, also sehr hochwertiges Produkt. Und haben dann eben das Ganze in 3 verschiedenen Schritten mit der Codex veredelt. Also uns war wichtig, dass der Kunde eine Weihnachtskarte bekommt, die er vielleicht nicht nur nimmt, liest und wegwirft, sondern dass sie vielleicht schafft, dass sie über die Weihnachtszeit bei ihm auf dem Schreibtisch landet. Und sind da in 3 Schritten drüber gegangen, also im Endeffekt erst mit der Codex Sense, um diese Vanillekipferl hervorzuheben und eben gewisse Punkte zu betonen. Dann mit Codex Foil, also mit einer Goldfolie in diesem Fall. Da haben wir eben diese Weihnachtsgrüße draufgepackt und unser Graphic Packaging Logo. Und dann zum Schluss noch mit Codex Crystal, um die Weihnachtskugel auch noch ein bisschen erhabener zu machen und eben die Verzierungen auf der Weihnachtskugel mehr hervorzuheben. Also momentan ist es so, dass wir die Codex sehr, sehr viel für einen Ersatz für UV-Relieflack nutzen. Also den konnten wir vorher selbst nicht auftragen. Wir haben zwar an einer KBA ein UV-Lack-Modul, aber eben nicht den erhöhten UV-Lack. Und das war bei vielen Kunden so, dass die schon mal umgestellt hatten auf eine Hochprägung oder beziehungsweise von Hochprägung und UV-Spotlack auf UV-Relieflack. Und jetzt können wir das Ganze eben selbst machen. Und das ist für die Over-the-Counter-Produkte relativ wichtig, weil das zum einen natürlich eine Art Wiedererkennungswert ist und zum anderen natürlich auch sehr schön aussieht und die Kunden ja, das Ganze dann lieber kaufen. Ja, es ist zum einen natürlich heute wegen unseres besonderen Termins, aber auf der anderen Seite auch haben wir sehr, sehr guten Support von Codex von Anfang an. Also sie unterstützen uns sehr. Wir haben jede Woche ein Update-Meeting, ein kurzes mit Juval. Das ist unser Kundenbetreuer in dem Fall. Und auch der Franz Repp ist auch sehr, sehr oft da, beziehungsweise auch der Said unterstützt uns auch an der Maschine. Und unterstützt auch unsere Mitarbeiter an der Maschine oder unsere Kollegen, damit sie, wenn es auch neue Jobs gibt zum Beispiel und sie eine neue Technologie oder eine neue Form der Technologie, die das Codex kann, benutzen möchten oder auch für Tests und die stehen uns jederzeit zur Verfügung. Kundenservice ist tatsächlich top. Ja, also wir hatten schon jetzt mehrere Sales-Meetings auch bei uns im Haus. Wir hatten auch schon einen Codex Open Day, den wir auch mit der Unterstützung vom Team Codex hier durchgeführt haben. Und das Interesse ist sehr groß. Also wir haben auch schon für andere Standorte jetzt Beauty-Produkte getestet mit einer anderen Technologie, die momentan eben auch teilweise 6 bis 7 Mal durch irgendwelche Druckmaschinen durchlaufen müssen, wo man das vielleicht anders darstellen könnte. Und von dem her Interesse ist sehr, sehr groß, ja.